Ja, und links ist gesperrt. Da oben wird auch was gearbeitet. Da oben tun sie asphaltieren. Man kann aber jetzt hier geradeaus fahren und dann fährt man oben da links rum, da kommt man auch dahin. Ob man jetzt links rum fährt oder rechts rum fährt, das spielt da keine Rolle. Und da links, apropos links geht es jetzt hier zum Bahnhof, wo die Schienen sind. Da fahren wir jetzt aber nicht hin. Und da ist Kino. Was gibt es denn heute im Kino? Kannst jetzt gerade nicht lesen. Ja, und hier haben wir eine Apotheke, da kostet das Diesel 2,03 und das Benzin 1,97. Also das letzte Mal, wo ich hier geschaut habe aufs Benzin, war es bei 2,02. Jetzt sind wir bei 97. Das heißt, das Benzin ist um sage und schreibe 5 Cent billiger geworden. Da hat sich der ganze Zinnober mit dem Tankrabatt ja gelohnt. Ne? Aber wie schon gesagt, das haben die vor 4 Jahren schon nicht auf die Reihe gebracht, einen ordentlichen Tankrabatt zu machen. Da wurden wir auch verarscht. Da haben die auch dann vorher der Preis angehoben, sodass dann unterm Strich wieder genauso viel gekostet hat wie vorher. Genauso dieser Blödsinn mit den 1000 Euro, die der Arbeitgeber da den Arbeitern schenken darf, ne, extra bezahlen darf, steuerfrei. Ja, daran erkennt man, dass die Politiker keinen Bezug zur realen Welt haben. Ne. Ja gut, der Konzernchef von der Deutschen Bank, den kennen Sie vielleicht, und irgendwelche anderen Konzernchefs, und für so einen Milliardenkonzern macht es nichts, wenn die da mal ihren Mitarbeitern jeder einen Tausender schenken, aber so ein normaler Handwerksbetrieb oder wie Spedition oder gerade Spedition, wo ja jetzt kämpfen muss mit den hohen Spritpreisen, oder jeder Betrieb, wo irgendwie fahren muss, wo jetzt schon weniger Geld in der Kasse hat wegen den hohen Preisen. Ne? Ja, da ist einfach nichts mehr übrig, um den Leuten noch extra Geld zu bezahlen. Ne? Und da bin ich mir sicher, dass viele Leute in Deutschland diese 1000 Euro nicht bekommen werden von ihrem Arbeitgeber. Weil ich kann es auch nicht behaupten, gut, aber ich habe meinen Betrieb in Polen drüben, ne? Da betrifft mich das ja ohnehin nicht. So, und hier sind wir jetzt übrigens an der Grenze. Hier darf man bis 7,5 Tonnen rüberfahren. Also da liegen wir drunter. Wir haben hier 4,5 Tonnen Gesamtgewicht. Und hier sind sie gerade dabei, einen Flixbus auseinanderzunehmen. Ist auch richtig so, dass die diese Busse kontrollieren. Weil gerade bei den Flixbusse, da sind immer so einmal Leute dabei, die gerne mal ein bisschen mehr Zigaretten mitnehmen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt spreche ich noch weiter, solange die Verbindung noch aufrecht bleibt, weil wenn er nichts mehr hört von mir, dann ist die Verbindung abgerissen, weil wir ins polnische Netz jetzt reingehen. Und hier kostet Benzin 6,46 und Diesel 7,31. Und da steht gar niemand an der Tanke. Das wundert mich jetzt. Und jetzt schauen wir mal hier. Der Tageskurs, der steht hier auf 4,16, aber die Wechselbude hier, die hat zu. Hier in Polen ist nämlich auch Feiertag. Ja, und das ist jetzt hier der Abschluss, der Abspann
Ich wollte noch sagen, was in meinem Kanal allgemein zu sehen gibt. Und zwar, ich habe verschiedene Videos. Zum einen welche, wo ich im Auto sitze, im Truck sitze und fahre und entweder nur fahre, dann hat man entweder die Kamera jetzt, die ich hier am Kopf trage, oder eine von oder die Dashcam oder die andere Kamera vorne raus. Und dann sieht man nur das Fahren, ohne dass ich irgendwas dazu spreche. Und diese Videos findet man in den Playlisten Roadview und Roadview 2, weil dann gibt es noch die Drive and Talk, da sitze ich also auch im Auto und fahre und für ein Alleingespräch über verschiedene Themen, was mir halt gerade so einfällt. Das wäre dann Drive and Talk. Dann gibt's die Sightseeing-Videos. Da haben wir Burgbesichtigungen, Museumsbesichtigungen, Stadtbesichtigungen, also Sachen halt. Ne? Dann, wer sich für Oldtimer interessiert, na, da habe ich noch die Playlist Oldtimer. Da filme ich dann auf so verschiedenen Oldtimer-Treffen, Bulldogs, LKWs, Autos. Ja, dann habe ich noch von meinen Marokko-Reisen eine Playlist. Dann eine Barbecue unterwegs, nenne ich die. Das sind Videos von der Anfangszeit, wo ich auf Reisen war. Die sind noch ein bisschen durcheinander auch. Dann habe ich hin und wieder auch Videos machen mit Dashcam, die nenne ich dann immer sowas wie Roadhog oder so. Ne? Da gibt es allerdings nicht allzu viele, weil ich bin kein Dashcam-Kanal, ich sammle nicht von anderen Leuten noch die ganzen Dashcam-Videos, weil da gibt es schon so viele Kanäle und ich tue also nur meine eigenen Dashcam-Clips da herzeigen, aber bis man da 8 Minuten voll hat, dauert halt eine Weile. Ne? Und weil ich bin da auch nicht so kleinlich, ich tue nicht jede Verfehlung, die ich so unterwegs im Straßenverkehr sehe, gleich dokumentieren und da ist mir jetzt einer 20 Meter vor mir rausgefahren und so. Ne? Und das ist also so nicht mein Ding. Ne? Da muss es dann schon ein bisschen auffälliger sein, damit das für mich sich lohnt. Und hin und wieder äußere ich mich auch politisch, aber nur sehr selten. So wie jetzt bei der letzten Wahl habe ich mal, hin und wieder gibt es halt dann doch Themen, wo ich meine Meinung nicht für mich behalten kann und wo ich es dann verbreiten muss. Aber meistens halte ich mich mit politischen Themen zurück, weil da gibt es zu viele Leute, die das immer gleich in der falsche Hals kriegen, wenn man was sagt, was nicht in deren Wahrnehmungsblase reinpasst. Ne? Und da wird man dann gleich beleidigt und beschimpft, das brauche ich nicht und auf meinem eigenen Kanal erst recht nicht. Ne? Ja, und wer sich also so für die verschiedenen Playlists interessiert, also hier in der Beschreibung, bei jedem Video unten in der Beschreibung tue ich immer die verschiedenen Links zu den Playlists einschreiben. Und wenn es Videos sind, die sich ums Autofahren oder so drehen, dann ist auch immer eine kleine Beschreibung in der Dings mit dabei, um welches Fahrzeug es sich dabei handelt, mit dem ich da unterwegs war. Und am Ende des Videos kommt natürlich auch immer ein Link zu einer passenden Playlist und dann noch ein Video, das YouTube vorschlägt und natürlich ganz wichtig dieser Abo-Button, ne, den dürft ihr nicht vergessen anzuklicken, wenn ihr es noch nicht getan habt, und lasst den Daumen oben da, es ist klar auch, und bis zum nächsten Video wünsche ich euch mal viel Spaß. Also der kann jetzt hier nichts gesehen haben, ich sehe ja auch nichts. Ne?
das wäre jetzt wieder ein Kandidat für die Dashcam. Also dann macht's mal gut und tschüss.